Weißt du, was mir letzte Woche passiert ist? Ich war so hungrig, ich dachte, ich falle gleich um. Oh nein, was ist passiert? Erzähl mal. Also, ich hatte morgens keine Zeit zum Frühstücken. Ich bin einfach schnell aus dem Haus gerannt, weil ich fast den Bus verpasst hätte. Keine Zeit für Kaffee, keine Zeit für ein Brötchen, nichts. Das kenne ich leider auch zu gut. Manchmal ist der Morgen einfach zu stressig. Und dann? Und dann hatte ich den ganzen Vormittag Meetings. Eines nach dem anderen. Kein Moment zum Essen, kein Moment zum Atmen. Mein Magen hat irgendwann so laut gebrummt, ich konnte es selbst kaum glauben. Ha, das ist mir auch schon passiert. Haben dich die anderen gehört? Ich glaube schon. Meine Kollegin hat mich angeschaut und ganz leise geflüstert, hast du heute noch nichts gegessen? Ich war so peinlich berührt. Mein Gesicht ist knallrot geworden. Das ist wirklich unangenehm. Aber es passiert den besten Menschen. Und wann hast du endlich etwas gegessen? Erst um 2:30 nachmittags, kannst du dir das vorstellen. Von 7 Uhr morgens bis 2:30, ohne ein einziges Stück Brot, ohne einen einzigen Schluck Saft, nur Wasser. Das ist wirklich lang. Ich kann ehrlich gesagt nicht so lange ohne essen. Nach 2 Stunden bin ich schon schlecht gelaunt. Nach 3 Stunden bin ich kaum noch nett zu den Menschen um mich herum. Ich auch normalerweise. Meine Freunde wissen, wenn Emilia nicht gegessen hat, besser Abstand halten. Aber an dem Tag hatte ich einfach keine Wahl. Als ich endlich in die Kantine gegangen bin, habe ich alles gegessen, was noch da war. Alles? Was meinst du damit? Naja, ich habe mir eine große Portion Nudeln mit Tomatensauce geholt, dann noch ein Stück Brot dazu und dann noch einen Joghurt zum Nachtisch. Normalerweise esse ich mittags so wenig. Vielleicht einen Salat oder ein belegtes Brötchen. Aber an diesem Tag, nein. An diesem Tag war ich wie ein anderer Mensch. Das glaube ich dir sofort. Hunger macht aus jedem einen anderen Menschen. Man sagt ja auch auf Englisch hangry, ein Wort aus hungry und angry. Hungrig und wütend gleichzeitig. Oh, das Wort kenne ich. Und es beschreibt mich perfekt, wenn ich lange nichts gegessen habe. Meine Familie weiß das, meine Freunde wissen das. Hunger und ich, wir sind keine guten Freunde. Aber nach dem Essen bist du wieder die nette Emilia? Sofort. Es ist wie ein Schalter. Einen Moment noch schlecht gelaunt und genervt und dann, nach dem ersten Bissen, schon viel besser. Nach der halben Portion schon fast glücklich. Es ist fast lustig, wenn man darüber nachdenkt. Das stimmt. Und weißt du, was ich besonders interessant finde? Wenn man wirklich sehr hungrig ist, schmeckt alles viel besser als sonst. Das einfachste Essen wird plötzlich fantastisch. Oh ja, total. Diese Nudeln in der Kantine waren an dem Tag die besten Nudeln, die ich je gegessen habe. Dabei koche ich selbst viel besser als die Kantine. Meine selbstgemachte Pasta ist normalerweise 1000-mal besser. Aber an dem Tag, die Kantinennudeln waren ein Meisterwerk. Haha, das ist die Kraft des Hungers. Er verändert alles. Unsere Stimmung, unsere Geduld und sogar unseren Geschmack. Genau, und ich war danach so glücklich und so dankbar, einfach weil ich endlich gegessen hatte. So etwas Kleines kann einen so zufrieden machen. Das vergisst man schnell im Alltag. Wie schön es ist, einfach satt zu sein. Das ist ein wichtiger Gedanke. Manchmal vergessen wir, wie gut wir es haben, wenn wir immer genug zu essen haben. Aber sag mal, Emilia, hast du seitdem immer Frühstück gegessen? Ehrlich gesagt, nicht immer. Ich versuche es wirklich, aber manchmal bin ich einfach zu müde morgens oder ich habe keine Zeit. Das Leben ist nun mal manchmal hektisch. Ich verstehe das total. Ich frühstücke auch nicht jeden Tag. Manchmal trinke ich nur einen Kaffee und das war's. Und dann frage ich mich um 11 Uhr, warum ich so erschöpft bin. Kaffee auf nüchternen Magen, das wäre nichts für mich. Dann bekomme ich sofort Bauchschmerzen. Mein Magen ist sehr empfindlich morgens. Wirklich? Bei mir funktioniert das gut. Ich bin morgens einfach kein Mensch fürs Essen. Ich brauche mindestens 1 Stunde nach dem Aufstehen, bevor ich etwas essen kann. Vorher ist der Gedanke ans Essen schon komisch. Das höre ich oft. Viele Leute brauchen Zeit, bevor der Magen richtig aufwacht. Manche essen sogar erst am Mittag das erste Mal. Das nennt sich dann intermittierendes Fasten oder auf Englisch Intermittent Fasting. Ja, das ist seit einigen Jahren sehr beliebt. Manche schwören darauf, andere finden es zu schwer. Ich könnte das nicht. Ich wäre am Mittag völlig fertig. Ich auch nicht. Ich brauche morgens etwas, auch wenn es nur ein kleines Stück Brot ist. Sonst bin ich nicht konzentriert und mache Fehler bei der Arbeit. Das stimmt. Aber am schlimmsten war bei mir mal eine Wanderung in den Bergen. Das war vor 2 Jahren im Sommer. Eine Geschichte, die ich nie vergessen werde. Oh, erzähl, was ist passiert? Wir sind früh morgens losgegangen, so gegen 7 Uhr. Ich hatte gedacht, es wird eine kurze, entspannte Wanderung. 2, vielleicht 3 Stunden. Kein Problem, dachte ich. Ich habe nur eine kleine Flasche Wasser mitgenommen und einen einzigen kleinen Müsli-Riegel.
Oh nein, ich ahne schon, wie diese Geschichte endet. Genau. Die Wanderung hat am Ende über 5 Stunden gedauert. Der Weg war viel, viel länger als auf der Karte. Und es war heiß, wirklich heiß. Vielleicht 30 Grad, pralle Sonne, kein Schatten. Und dein einziger Müsli-Riegel? Den habe ich ja schon nach einer Stunde gegessen. Danach nichts mehr. 5 Stunden laufen in der Hitze, bergauf und bergab, ohne einen einzigen Bissen Essen. Das klingt wirklich furchtbar. Wie hast du das durchgehalten? Ich weiß es selbst nicht ganz genau. Irgendwann habe ich nur noch an Essen gedacht. Jeder Schritt war ein Gedanke ans Essen. Ich habe mir in Gedanken vorgestellt, was ich abends essen werde. Schnitzel mit Pommes. Oder eine große Pizza mit viel Käse. Oder vielleicht Spaghetti Bolognese. Haha, das ist ein guter Trick. Der Kopf hält den Körper am Laufen. Man nennt das auch Motivation durch Belohnung. Ja, genau. Und als wir endlich unten angekommen sind, gab es ein kleines, gemütliches Restaurant direkt am Parkplatz. Wie ein Wunder. Ich habe mich sofort hingesetzt, eigentlich fast hingefallen und das Größte auf der ganzen Speisekarte bestellt. Was war das? Ein riesiges Bauernfrühstück. Eier, Speck, Brot, Käse, Tomaten, Zwiebeln, alles zusammen auf einem gigantischen Teller. Und ich habe alles aufgegessen, wirklich bis auf den letzten Krümel. Der Teller war danach so sauber, als hätte man ihn gewaschen. Das hört sich traumhaft an. Nach so einer langen Wanderung hat man sich das wirklich verdient. Jeder Bissen muss fantastisch geschmeckt haben. Es war das beste Essen meines Lebens. Ich übertreibe kein bisschen. Das Bauernfrühstück in diesem kleinen Restaurant war in diesem Moment besser als jedes teure Restaurant, das ich je besucht habe. Das glaube ich dir sofort. Hunger ist der beste Koch, sagt man ja auch. Genau dieses Sprichwort. Und meine Freunde haben gelacht, weil ich so schnell gegessen habe. Normalerweise esse ich langsam, ich nehme mir Zeit. Ich bin eigentlich ein Mensch, der das Essen genießt und nie hetzt. Aber an dem Tag, weg war alles in Minuten. Hunger verändert uns wirklich komplett. Übrigens, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Dankecast Deutsch habt ihr auch schon einmal so einen richtigen, tiefen Hunger erlebt? Vielleicht auf einer Reise oder nach einem langen Arbeitstag? Schreibt es uns in die Kommentare. Wir lesen wirklich alles und freuen uns sehr über eure Nachrichten. Ja, erzählt uns eure Geschichte. Was habt ihr zuerst gegessen, nachdem ihr sehr lange gehungert habt? Und welche Situation hat das ausgelöst? Wir sind sehr neugierig. Ich finde es auch interessant, wie Hunger und Essen in verschiedenen Kulturen erlebt werden. In manchen Kulturen ist es ganz normal, 2 große Mahlzeiten am Tag zu essen. In anderen isst man 5 kleine Mahlzeiten über den ganzen Tag verteilt. Das stimmt. Und in Deutschland hat das Essen eine besondere Struktur. Das Mittagessen ist oft die warme, größte Mahlzeit des Tages. Das Abendessen ist dann eher leicht. Brot, Käse, vielleicht etwas Aufschnitt oder Salat. Das nennt man hier Abendbrot, oder? Das finden viele Menschen aus anderen Ländern sehr interessant. In vielen Kulturen ist das Abendessen die größte Mahlzeit. Aber in Deutschland isst man abends oft kalt und einfach. Ja, genau. Abendbrot ist ein wunderschönes, typisch deutsches Wort. Abend plus Brot. Es klingt so gemütlich und einfach. Und das ist es auch. Ich liebe das Abendbrot. Nach einem langen Tag einfach hinsitzen, ein gutes Brot mit Butter, etwas Käse oder Wurst, vielleicht eine Tomate dazu. Das ist für mich manchmal das Beste, was ein Abend zu bieten hat. Da hast du vollkommen recht. Einfaches Essen macht oft am glücklichsten. Besonders wenn man den ganzen Tag gearbeitet hat und jetzt endlich Ruhe hat. Absolut. Und was ich persönlich aus meiner Geschichte mit den langen Meetings gelernt habe, ich habe jetzt immer einen kleinen Snack in meiner Handtasche. Immer. Das ist nicht verhandelbar. Das ist sehr klug. Was hast du denn so dabei? Meistens ein paar Nüsse, Mandeln oder Walnüsse oder ein Stück Obst. Manchmal auch ein kleines Stück dunkle Schokolade. Man weiß ja nie, wie der Tag wird. Und ein kleiner Snack kann einen wirklich retten. Sehr vernünftig. Ich habe seit meiner Bergwanderung auch immer Riegel dabei, wenn ich irgendwo hinfahre oder etwas Aktives mache. Kein Ausflug mehr ohne Essen im Rucksack. Das habe ich wirklich gelernt. Man lernt aus Erfahrung. Manchmal braucht man eine schlechte Situation, um gute Gewohnheiten zu entwickeln. Genau. Und die beste Lektion kommt manchmal aus einem sehr hungrigen Moment. Haha, das stimmt. Also, liebe Deutschlandnende, denkt immer daran, auf Deutsch sagt man das schöne Sprichwort, Hunger ist der beste Koch. Das bedeutet, wenn man wirklich hungrig ist, schmeckt jedes Essen wunderbar. Es ist egal, ob es teuer oder billig, einfach oder kompliziert ist. Hunger macht es perfekt. Und es gibt noch ein anderes Sprichwort. Der Hunger treibt den Wolf aus dem Wald. Das bedeutet, wenn man wirklich Not hat, tut man alles, um das Problem zu lösen. Wunderschön. Die deutsche Sprache hat so viele tolle Sprichwörter über Essen und Hunger.
Sprichwörter sind auch eine tolle Möglichkeit, eine Sprache tiefer zu verstehen. Nicht nur die Wörter, sondern auch die Kultur dahinter. Genau. Und wenn ihr noch mehr Sprichwörter auf Deutsch lernen möchtet, dann hinterlasst einen Kommentar. Vielleicht machen wir eine eigene Folge über deutsche Sprichwörter. Wäre das interessant für euch? Ich finde das eine großartige Idee. Eure Meinung ist uns wirklich wichtig. Ihr seid der Grund, warum wir Dankecast Deutsch machen. Wir hoffen, ihr habt heute gut zugehört und etwas Schönes mitgenommen. Ein bisschen über Hunger, über Kultur, über deutsches Essen und natürlich über die Sprache selbst. Bleibt dabei, hört weiter fleißig zu und übt jeden Tag ein bisschen Deutsch. Ihr macht das wirklich toll. Bis zur nächsten Folge bei Dankecast Deutsch. Macht es gut, passt auf euch auf und esst gut. Tschüss zusammen und bis bald.